Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema CFTC Statistik deutet auf massive Silberrallye. Disclaimer. CFTC Statistik deutet auf massive Silberrallye. Immer wenn die Swap-Dealers mehr Long-Positionen aufbauen, was sehr selten vorkommt, ist es in der Vergangenheit zu Silberpreisanstiegen gekommen. Short-Positionen wurden abgebaut und durch Long-Positionen ersetzt. Schauen wir uns das an. Das ist hier eine Übersicht von der CFTC, die diese Statistiken angibt. Und hier sehen Sie das Ganze ist hier Silber, hier vom 12. Juni. Und normalerweise haben diese Swap-Dealers immer mehr Short-Position als Long-Position. Hier sehen Sie die Long-Position mit 46.173 und die Short-Position mit 37.013. Viele Analysten betrachten das als ein Zeichen, dass wir vor einer Silberrallye stehen, weil das ganz, ganz selten vorkommt. Normalerweise haben die eben wie auch hier das Managed Money immer mehr Short-Position. Und das gilt eben als Zeichen, dass es jetzt, die sich auf steigende Preise einstellen, sozusagen, damit eine Silberrallye. Hier sehen Sie nochmal auch die, also 1417 Positionen weniger, die sie dann im Juli rausgenommen hat. Also da finden Bewegungen statt. Man stellt sich auf steigende Preise ein. Also ich werde die Statistik auch nochmal noch mal ranheften. Ich denke, von der Tiefe aus, ich hatte das ja in dem anderen Video auch schon gesagt, der Boden bei Silber ist erreicht, da ist nicht mehr viel zu machen. Die Umdrehung bei den Goldaktien findet ja und Silberaktien finden ja schon teilweise statt und dürfte sich noch beschleunigen. Ja, auch der EZB, auch die EZB-Zinsanhebung auf 0,5 dürfte helfen. Eigentlich ist es widersprüchlich. Also, das Geld wird teurer, also für Investitionen, eben auch in Edelmetalle, stehen dem höhere Finanzierungskosten zur Verfügung. Trotzdem steigt Gold und Silber. Warum ist das so? Weil diese Zinsanhöhung von den Investoren oder Großinvestoren, wie auch immer gesehen wird, dass die EZB damit quasi zugibt, dass sie ein zunehmendes inflationäres Problem hat. Und schauen wir uns einfach mal ja, die Entwicklung hier von 2003 bis hier 2007 an. Diese Phase stieg der Goldpreis irgendwo von 250 bis 1000 Dollar. Bis 1000 Dollar. Trotz dieser stufenweisenden Zinsanhöhung. Widersprüchlich, nicht wahr? Aber schauen Sie sich, was jetzt passiert. Jetzt brechen sie genauso wie hier die ganzen Jahre 0,4, 0,5 und so aus. Möglicherweise sehen wir jetzt auch solche Stufen und auch steigende Goldpreise. Damals ist jedenfalls, wenn man das als vielleicht vergleicht, eben Gold von zwischen 2003 von 250 oder 300, was das waren, auf 1000 Dollar gestiegen 2007. Und dann kam ja die große Finanzkrise. Eine ähnliche Entwicklung könnte jetzt auch stattfinden und das würde vielleicht deuten, wenn wir dieselben Zahlen rechnen, den Zinsanstieg, weil was hier allerdings aus einer tieferen Tiefe hier erfolgt, könnte dann Gold 2027 auf 7.000 Dollar steigen. Nur um das mal einfach hier in die Perspektive zu tröpfen, wie es kommen kann. Ich persönlich glaube nicht unbedingt, dass überhaupt eine EZB ehrlich gesagt gibt es 2027, aber who knows? Da will ich mich nicht festlegen. Aber was für uns wichtig ist, wir stehen vor einer Gold- und Silberrallye auf alle Fälle. Diese Zinserhöhungen unterstützen das. Commitment on Trader, also was ich Ihnen da vorhin gezeigt habe, CFTC, die gehen in den Long-Sektor. Also wir stehen in jedem Fall mindestens von der Verdopplung von Silber und das heißt Goldaktienrallye.
Und das heißt, diese Penny Stocks, die jetzt eben besonders übernatürlich tief bewertet ist, was kaum so in dieser Form jetzt in den nächsten Jahren sich wiederholen könnte, könnten explodieren. Das könnte dann in der Mania enden. Was Penny Stocks werden Dollar Stocks im mehrhöhigen Bereich, so wie wir hoffen. Ja, Silber, Projektgenerator, Operation das Gebiet Peru, hohes Risiko. Was sind da die Highlights bzw. Superlative als einfach Schlagwörter? Es ist erstmal der große Silbergrad, das ist bis 1400 Gramm pro Tonne, was groß ist. Es ist ein großes Explorationsgebiet. Sie haben gutes Management. Ivan Bebek ist mit an Bord und naja, Peru ist sicherlich nicht die allerbeste Jurisdiction, aber es ist eben kein Bolivien und viel schlechter als Mexiko ist meiner Meinung nach Peru auch nicht. Ja, also die sind hier, wie gesagt, in den Anden, teilweise eben auf der Küste an dieser Panamericana, die hier lang führt, die Straße. Viel Silber. Ja, was haben die für Projekte? Die Curibaya-Projekt umfasst etwa 16.800 Hektar in einem Kupfer-Porifor-Gürtel, der einer der größten Porifor-Lagerstätten beherbergt. Unternehmen wie Freeport, Cuyano, Tucapala von Southern Copper oder die Lagerstätte Quellaveco von Anglo American operieren da. Und das Projekt Curibaya befindet sich 48 Kilometer nördlich der Provinzwirtschaft Tacna und ist auf der Straße in 1,5 Stunden erreichbar, auch nicht ganz unwichtig. Ja, die haben dort zahlreiche hochgradige Silber-, Gold- und Kupferproben. Das Bohrprogramm von 2021 hat mehrere bedeutende Abschnitte konnten identifiziert werden, also beispielsweise 1,5 Meter, 1129 Gramm pro Tonne, einen größeren Abschnitt 7 Meter, 272 Gramm pro Tonne Gold, 1 Meter nochmal 1430 Gramm pro Tonne und 1,5 Meter mit 965 Gramm pro Tonne, was durchaus aktiv ist. Schauen Sie sich das Chart an. Das hat die ganzen Gewinne im Prinzip eigentlich hier auch seit dem Corona extra tief abgegeben, aber wir liegen immer noch darüber, höheres Hoch, ist interessant. Ich denke mal, wenn die Gold, sich das jetzt wieder, die Gold- und Silberpreise erholen, dann sehe ich überhaupt gar kein Hindernis, warum diese Aktie nicht wieder in Richtung $1 steigen sollte. Und wenn dann eben Gold auf 2200, 2300, 2500 geht, dann auch noch viel höher, wovon wir ja alle träumen, 1, 2, 3, 4, 5 oder 10. Ja, denke, es ist ein interessantes Investment, meiner Meinung nach recht solide, hat gute Parameter, gutes Management. Sie sind aggressiv entschlossen, da weitere Bohrungen zu machen und so. Klar, Peru ist sicherlich ein gewisser Wermutstropfen, aber da liegt nur an Peru und Mexiko das Silber, aber zumindest mit Problemen sollten wir in den nächsten 6 bis 12 Monaten da nicht rechnen. Und dann nachher, wenn die Goldaktienpreise hoch sind und die Silberpreise, Goldpreise hoch sind, dann haben wir mit allen Regierungen weltweit zu tun. Alle wollen sie unsere Assets. Vergessen Sie das nicht. Und das gilt eben auch für Minen, aber auch für das physische Gold und Silber. Alle können sie ihre Staatshaushalte nicht mehr finanzieren. Keine Renten zahlen, nichts. Und alle werden in so unseren Assets hinterher sein. Und das Schöne ist eben bei Gold und Silber, das können sie nicht greifen, so ohne weiteres. Und es ist eben transportabel. Sehen Sie, was die jetzt hier mit ihren Häusern, dieser Grunderwerbsteuer, das wird alles jetzt greifbarer Besitz, wird alles ja, Übersichten geschaffen. Ich meine, jetzt im Augenblick wird es nicht so hohe Belastung geben, aber man ist denen dann nachher für andere, für härtere Maßnahmen, ist man denen nachher ausgeliefert. Und das ist man mit Gold und Silber im Prinzip auch, aber trotzdem, das kann man doch einigermaßen besser managen als die sogenannte Immobilie, nicht wahr? Ja, also klar, da müssen wir sowieso auf der Hut sein und Strategien bauen, dass man da dass wir auch was für den Assets haben. Aber ich denke mal, die nächsten 6 bis 12 Monate bei einer Verdopplung von Silber äh, ist Gold- und Silberaktienzeit. Da führt kein Weg vorbei aus meiner Sicht.
Ja, die haben hier auch noch weitere Projekte. Hier das Projekt Hurrikan Silber umfasst ca. 30.000 Hektar, befindet sich 60 Kilometer nördlich der Stadt Cusco und der ja, wenig erforschten Region im Südosten Perus. Zahlreiche hochgradige Silbervorkommen wurden auf dem Projekt durch erste Erkundungsgesteinsproben an den frühen Betreiber identifiziert. Dann haben sie das Magdalena-Ziel, Silberbasismetallarbeit wurden identifiziert, auch 123 Gramm pro Tonne, Blei, Zink, aber eben auch hauptsächlich Silber. Und dann auch nochmal das Pampayeyok ähm, Gebiet. Ähm, ja, auch da eben 441 Gramm pro Tonne Silberäquivalent, gute Silberwerte generell. Dann haben sie auch noch weitere Highlights mit Kupfer, 4,69% Kupfer, 0,51% Nickel. Also da stecken viele Ressourcen in Gebieten. Und es sind eben auch große Gebiete. Das sind eben 30.000 Hektar, das andere war knapp 20.000 Hektar. Und möglicherweise kaufen sie auch noch mehr und kaufen sich ein, je mehr der Markt heiß laufen sollte. Ja, hier noch ein paar weitere, hier auch noch 15.700. Auch hier meint man, das ist hier eine Fortsetzung bei diesen Corrisur-Claims, meint man, dass es hier auch eine Fortsetzung eines Oxidgoldsystems gibt, das man auf einem anderen Gebiet schon jetzt beobachtet hat. Also das kann so, das ist eben der Joker bei diesen Aktien, das kann dann ganz andere Dimensionen annehmen. Mit einmal merken Sie, dass Sie da ein riesiges Gebiet haben oder das Gebiet erweitert werden kann und so. Und das ist aber dann auch, wo das Seemannsgarn dann sozusagen den Goldaktiensektor erreicht, dann übertreibt das Management und die Investoren und da ist noch ein Gebiet und das sind ja so viele Unzen. So wie damals eben dieser Betrugsfall Bre-X, da wurde auch gesagt, dass da haben wir so viele Unzen, 80 Millionen oder was weiß ich und keine einzige war da. Ja, das Attraktive ist aber eben, dass dieses Phänomen, diese Übertreibung, so rein menschlich ist, ähm, kann voll zuschlagen bei diesen Aktien. Dass ich sage, das ist so viel Gold, das ist quasi wie eine Staatsbank im Boden und sonst was und die Schwierigkeiten werden ausgeblendet. Man freut sich, wenn man ein bisschen Gold und Silber im Boden kauft, so für die Investoren. Und dann erleben wir vielleicht eine ähnliche Mania wie damals. Ja, diese Bre-X, der Betrugsfall von 30 Cent auf fast $300, eine Vertausendfachung. Ich sage jetzt nicht, dass wir eine Vertausendfachung sehen, aber ich meine, wir sehen jetzt hier von diesen 15, 20 Cent bestimmt $1 wieder. Und ja, wenn es dann richtig losgeht, dann eben ist viel möglich. 2, 3, 4, 5 oder 10. Und diese Superübertreibungen sind da gar nicht mit berücksichtigt. Aber ich spekuliere so ein bisschen auf diese Fantasie, diese Stimmung sich einfach wieder einstellt. So ungefähr, als mir irgendwelche Leute bei Bitcoin erzählen wollten, ja, ja, Bitcoin, und das war ernst gemeint, steigt auf 1 Million und so. Und Sie sehen ja, wo es jetzt endet. Also das wächst nicht in den Himmel. Niemals. Auch nicht hier, auch nicht in diesem Fall. Ja, also ich bin ja so begeistert von diesem Goldaktienbullenmarkt von 1976 bis 1980, wo es diese absurden äh, Wertsteigerung von Goldaktien, Silberaktien gegeben haben. Sie sehen hier NRD-Meinung 5 Cent auf 19 Cent. Goldaktie stieg also um das 382-fache aus $1.000 wurden $3.800. Ich meine, diese Zahlen, und es kursierten im Übrigen auch falsche Zahlen, die haben sich um eine Nummer verstellt. Die ganzen Jahre kursierten hier Zahlen, dass die mehr oder weniger gesagt haben, die haben einfach aus Versehen hat sich dieser Folgefehler gemacht, wurde gesagt hier das auf $360 gestiegen, auf 190 oder $400. Das stimmt nicht. Also das kursierte jahrelang im Äther. Das sind die korrigierten Zahlen. Aber ich finde es trotzdem absolut außergewöhnlich, was passieren kann. Und wenn wir jetzt eine starke Gold- und Silber-Rallye kommen, dann ja, hoffen wir, dass wir teilweise sowas auch sehen. Wir werden sehen. Ja, also was kann man jetzt so tun? Noch sind die Goldaktien super billig. Wir hoffen, dass wir jetzt mit dieser Preisaktion langsam den Boden gefunden haben, vielleicht noch ein paar gute Aktien einsammeln können.
wie beispielsweise Max Resources hier, die hatte mal 20 Cent gekostet, ist dann 85, ist jetzt wieder runter auf 36. Wir hoffen natürlich, dass sie dann schnell auf 1 Dollar wieder steigt und dann eben in der Mani auch noch mal viel mehr, dass die Fantasie da richtig zurückkommt. Große Kupferlagerstätten, Gold, Silber in Kolumbien, Peru, also so, die einiges aufnehmen könnte als an Investorenkapital, jedenfalls die Story. Klar, die ist jetzt schon ein bisschen gelaufen, aber sowas muss man im Prinzip suchen. Goldaktie mit Superlativen, das kann ein sehr gutes Management sein, wie bei der anderen Aktie, diese Ivan Baerbeck oder wie heißt, oder eben sehr großes Explorationspotenzial oder sehr hochgradiges Gold oder eben eine sehr gute Jurisdiction hier wie Kanada, Quebec. Ja, an sowas muss man sich versuchen, einfach zu beteiligen, irgendwie, wo ein Superlativ bei ist und Hoffnung, dass es dann, dass das im Grunde die Grundbedingung ist für eine superlative Bewertung am Ende. Ja, dann gibt es ist im Prinzip auch hier Mexiko und Peru, das ist halt absolute verrückte Silberwerte. Da bin ich wirklich gespannt, ob man uns diese Bewertung auch gibt. Ne? Also da ist eben auch Staatseingriff ab irgendeinem Punkt leider zu befürchten, aber momentan nicht. Momentan sind die Communities und auch die Regierung happy, es bedeutet Arbeitsplätze und sonst was. Aber wenn die diese wahnsinnigen Bewertungen haben, da kann ich mir schon vorstellen, was das passiert. Also das heißt, da auch moderat denken. Also wenn eine solche Aktie hier vielleicht, wo ist sie aktuell? Ich glaube, die ist jetzt hier korrigiert auf 15 Cent mit diesen riesigen Silbermengen. Kann eben schnell auf 1 Dollar sein, in der Mania auf 2, 3, 4, 5 oder 10. Dann würde ich aber auch nicht mehr erwarten. Ich meine, natürlich kann alles möglich, kann noch viel höher gehen. Klar, vielleicht erleben wir das, aber das weckt eben viele Begehrlichkeiten bei vielen Institutionen und anderen Personen, Gruppen. Besonders eben auch in Mexiko und Peru, aber nicht nur da. Ja, noch ein paar Worte zum Report. Wir versuchen also diese Aktien zu identifizieren, den Potenzialfaktor zu errechnen, um wie viel kann die Aktie steigen. Wenn Gold bei 2.500 ist, dann nehmen wir als Basis eben die Marktkapitalisierung, Grad des Goldes, Länderrisiko, Anzahl Unzen etc. Einfach um die besser vergleichen zu können. Dann ist weiter noch eine Exit-Strategie mit bei. Was kauft man, wenn dieser Boom zu Ende ist? Und er wird zu Ende sein. Da wird man sich eines Tages zu Ende sein. Es wird nicht mehr niedrig bleiben. Es wird kurz hochschießen und dann wird auch irgendwas passieren. Und da müssen wir uns ein bisschen vorschützen. Ja, Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Also ich erwähne die deshalb, weil die eigentlich immer an Gold und Silber gekommen sind. Äh, und dann ist das auch eingelagert im Zollfreilager in der Schweiz und schnell verkauft, keine Mindestinvestitionssumme. Meiner Meinung nach sollte man in der Hinterhand haben, falls man Probleme hat, genügend Gold und Silber für seine Goldaktiengewinne zu kriegen. Preisvergleich, ja, immer einfach auf ein Vergleichsportal gehen, bevor Sie physisches Gold kaufen, dass Sie nicht überteuerte Ware kaufen. Nützliche Informationen, ja, mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, weitere Informationen zu Goldaktien, interessante Videos aus meiner Sicht dann noch dabei. Und wenn es irgendwelche Rückfragen gibt, Zustellungsprobleme, aber ich habe manchmal Probleme mit Spam oder geht nicht durch, dann vielleicht einfach mit mir Kontakt aufnehmen, dass wir dann einen anderen Weg finden, dass Sie da Ihre Unterlagen bekommen. Ich rufe Sie dann zurück, einfach anrufen und ich würde mich dann im Nachgang melden. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Ich wünsche mal einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.